Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Eine besonders schwierige Passage aus einem Telemann-Duett möchte ich heute mal mit euch durchnehmen. Falls ihr die Noten habt, ist das super. Falls ihr sie nicht habt, könnt ihr trotzdem beim Video mitmachen mit eurer Altblockflöte, weil ich die entsprechende Stelle einblende und wir werden mal sehen, wie ihr die in den Griff bekommt. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Vor ein paar Wochen habe ich mal 2 Videos gemacht mit dem Telemann-Duett in F-Dur aus dem Jahr 1727 und da hatte ich ja schon einiges erzählt zu den Bindebögen in dem Stück und auch zu den hohen Tönen haben wir da ein paar Übungen gemacht. Die 2 entsprechenden Videos verlinke ich euch im Infokasten hier unter dem Video, da könnt ihr auch gerne noch mal reinschauen. Und jetzt sind immer wieder einige Fragen gekommen zu doch noch schwierigen Stellen in diesem Stück. Und da möchte ich mit euch heute mal behandeln die letzten 4 Takte aus der ersten Stimme dieser Duettsonate von Telemann. Das ist bei mir in den Noten Takt 24. Das müsste bei euch auch so sein. Falls ihr die Noten habt, könnt ihr da mal gucken. Und hier ist vielleicht die schwierigste Passage aus der ersten Stimme. Jedenfalls empfinden das viele Blockflötenspielerinnen und Spieler so. Und ja, jetzt wollen wir mal schauen, was ist hieran genau schwierig. Da fällt uns erstmal auf, wir haben Bindungen drin, Dreierbindungen, also Legatobögen. Wir haben Sprünge drin. Es gibt immer wieder so einen plötzlichen hohen Ton. Und dann geht es wieder in eine mittlere bis tiefe Lage. Und wir haben auch noch als dritte Schwierigkeit wechselnde Vorzeichen. Also das Cis, das einmal zusätzlich kommt, obwohl es hier in dem Stück eigentlich nicht vorgesehen ist. Und dann wird es wieder aufgelöst. Wir haben eigentlich ein B grundsätzlich drin. Und das ist dann auch wieder aufgelöst zum H. Irgendwann ist es dann aber wieder B und das führt eben unter Umständen auch zu Verwirrung. Jetzt wollen wir mal der Reihe nach vorgehen. Wir kümmern uns erstmal um die Bindebögen. Also wie ihr unschwer erkennen könnt, jetzt rede ich gerade wie ein Mathelehrer, der hat das auch immer gesagt. Also auf jeden Fall, wie ihr erkennen könnt, gibt es Dreierbindungen. Das heißt, die erste Note ist angestoßen mit der Zunge und die nächsten beiden nicht. Und was hier häufig schief geht, kann ich schon mal gleich sagen, dass Leute eine Zweierbindung spielen und dann die dritte Note trotzdem anstoßen. Also wenn ich mal die erste Figur nehme, D, Cis, D habe ich da gebunden. Wenn ich die richtig als Dreierbindung spiele, dann klingt das so. Und wenn ich eben eine Zweierbindung eigentlich mache, dann stoße ich die letzte Note schon wieder mit der Zunge an und das würde dann so klingen. Ja, und das ist natürlich nicht vorgesehen. Es sind wirklich Dreierbindungen vorgesehen und ja, vielleicht passiert das vielen von euch gar nicht, aber das habe ich schon oft gehört, dass Schülerinnen oder Schüler das unbewusst so spielen. Also das wäre mal der erste Schritt, dass ihr euch das klar macht. Es sind immer hier 3 Noten unter dem Bindebogen. Was auch passieren kann, dass man alle 4 Noten der Figur bindet. Also dass man das erste F da spielt und dann gar keinen Zungenstoß mehr macht. Ist natürlich genauso falsch dann. Also achtet darauf, dass ihr erstmal versteht oder wisst, wo genau wird jetzt gebunden. Und jetzt nehmen wir mal wirklich nur die Noten, über denen so ein Bindebogen steht. Und die würde ich jetzt mal üben mit euch
ohne dass ihr die Note davor, diese einzelne Note von jeder Figur, also die ersten 4 Noten nenne ich eine Figur, die nächsten 4 Noten sind eine Figur. Immer das, was mit den 2 Balken für die Sechzehntel verbunden ist. Ja? Also von der ersten Figur lassen wir den ersten Ton weg, das F. Von der zweiten Figur lassen wir das hohe D weg. Und dass ihr dann mal nur diese gebundenen Stellen spielt und euch diese allererste Note, die angestoßen ist, einfach nur im Kopf dazu denkt. Das würde dann so klingen. So, das könnt ihr dann auch noch ein paar Mal so üben natürlich. Und ich würde euch empfehlen, den allerersten Ton immer mit einem T zu machen. Nicht mit einem D, sondern mit einem T. Wieso, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Auf jeden Fall ist es immer deutlich, wenn man ein T macht, also Tü habt ihr dann quasi als Artikulation. Und das würde ich hier jetzt empfehlen. Also nicht Dü, sondern Tü, dass der Anfang schön deutlich ist. So, kann sein, dass jetzt dabei schon ein paar Falschtöne bei euch dabei waren. Und wenn, dann liegt das an diesen Vorzeichen, wie ich zu Anfang schon meinte. Also bei der ersten Figur ist ein Cis drin. Bei der zweiten Figur ist das Cis wieder aufgelöst und das B aufgelöst. Das heißt, bei der dritten Figur habt ihr immer noch H statt B und bei der vierten Figur habt ihr das B, das steht davor. Bei der fünften, sechsten habt ihr dann die ganze Zeit wieder B und das B bleibt dann bis zum Ende. Es kommt aber nirgends mehr ein Cis. Also es kann sein, dass euch das noch im Kopf rumschwirrt, dass das Cis da irgendwo war. Das ist ab der zweiten Figur wieder Futschi, also kein Cis mehr. Versucht das auseinanderzuhalten. Ich würde auch keine Hemmungen haben, einfach mal ein Auflösungszeichen oder ein Kreuz oder ein B irgendwo davor zu schreiben, wenn ihr es an der Stelle immer vergesst, euch da vertut. Ja, und wenn ihr dann ganz fleißig sein wollt, dann könnt ihr nochmal so üben, dass ihr nur die gebundenen Stellen spielt, aber jetzt, was die Figuren angeht, von hinten nach vorne. Also dann würdet ihr die letzte Figur in Takt 26, die würdet ihr als erstes spielen und dann rückwärts. Das hört sich dann so an. Und das ist eigentlich eine ganz gute Methode, um sich aus dem gewohnten Trott rauszubringen, wo man, wenn man das Stück immer ganz normal spielt, von vorne nach hinten durch, schon gewohnt ist, aha, jetzt kommt der Griff, der Ton, dann spielt man das vielleicht zu automatisch. Und ja, sowas wie von hinten nach vorne spielen, das bringt euch aus dem gewohnten Trott raus und müsst ja wirklich genau wissen, welcher Ton steht da. Das könnt ihr also auch noch so erschwerend dazu üben. Und dann könnt ihr das etwas schneller machen. Wir sind hier aber bei einem Satz, der mit Dolce überschrieben ist. Süß heißt das ja und lieblich. Und weil danach als nächster Satz ein wirklich schneller Satz käme in dieser Sonate, würde ich den ersten auf keinen Fall zu schnell machen. Lasst euch da auch nicht ins Boxhorn jagen, dadurch, dass das lauter Sechzehntel sind. Das sagt überhaupt nichts über das Grundtempo aus. Es geht hier um den Affekt, den das Stück hat, und das soll lieblich und weich und süß klingen. Und da müsst ihr selbst auch ein schönes Tempo finden, das das ausdrückt. Und mit Virtuosität hat es hier eigentlich nichts zu tun, soll es nicht ausdrücken jedenfalls. Auch wenn zum Beispiel diese Passage jetzt für euch vielleicht herausfordernd ist, technisch, ja, wegen der genannten Dinge. Aber eher ein langsames Tempo wählen. Was die Bindungen betrifft, gibt es noch eine wichtige Sache.
Die habt ihr jetzt vielleicht schon selbst festgestellt. Bindungen, wenn die da stehen, das heißt nicht, dass die Töne dadurch schneller werden. Also das kommt manchmal vor, dass man sich vertut, man sieht eine Bindung über einigen Noten stehen und spielt dann diese Noten unbewusst schneller und merkt es gar nicht, weil man ja mit der Artikulation da was anderes machen muss. Man muss das Dü weglassen und ist damit so beschäftigt, dass man nicht merkt, dass man den Rhythmus verändert. Also wenn ich das jetzt falsch machen würde, dann würde das ab Takt 24 so klingen. Und das ist natürlich nicht richtig. Also wir haben hier lauter Sechzehntel und dem Rhythmus, den Sechzehnteln, ist es wurscht, ob da eine Bindung drüber steht oder nicht. Also müssen die genauso gleichmäßig, gleich schnell alle sein, als ob ich keine Bindung drüber hätte. Ja, und bei allem, was ihr jetzt hier übt, bei dieser schwierigen Passage, bei allem, was ihr spielt auf der Blockflöte, ist der Atem wichtig. Aber besonders bei schwierigen Passagen kann es passieren, dass euer Atem zu hoch sitzt. Also versucht, das ist ganz wichtig, euren Atem tief zu halten, mit Beteiligung des Zwerchfells tief einzuatmen und in den Bauch hinein. Und dann wird es auch leichter sein, entspannter zu spielen, eure vor allem rechte Hand locker zu halten. Also achtet natürlich auf die Gesamthaltung, dass er nicht krumm steht oder sitzt, die Flöte zu tief haltet und atmet gut tief und achtet darauf, dass die rechte Hand locker bleibt, wenn ihr mit anderen Dingen beschäftigt seid, so wie Bindungen, hohe Töne, tiefe Töne, Wechsel, Rhythmus, ja, dass ihr immer wieder so kontrolliert, fühlt, stehe ich noch gut, atme ich tief, habe ich die Finger einigermaßen entspannt. Ja, dann die hohen Töne, die da drin vorkommen, beziehungsweise von jeder Figur immer der erste Ton. Die sind natürlich kombiniert mit den Bindungen da hinten dran, aber hier würde ich euch jetzt das Umgekehrte wie vorhin empfehlen, mal von jeder Figur immer nur den allerersten Ton zu spielen und euch dann die 3 gebundenen, die nachfolgen, nur zu denken. Und wenn ihr das mal probiert, nur immer den ersten Ton zu spielen, dann wette ich, dass ihr, auch wenn ihr das Stück schon ganz oft gespielt habt und probiert habt, dass ihr denkt, okay, jetzt kommt der, ach, jetzt kommt der, dass das ziemlich neu für euch ist und ungewohnt. Also könnte ich wetten, weil man immer nur das Ganze in Kombination spielt. Und das ist auch eine sehr gute Übung, um mehr Sicherheit zu bekommen, welcher Ton kommt da. Denn es ist natürlich schwierig. Ihr habt Wechsel von hohen zu tiefen Tönen, ihr habt Bindungen, aber ganz viele Schwierigkeiten technisch beim Spielen der richtigen Noten haben ihre Ursache darin, dass man eigentlich nicht genau weiß, was Sache ist, also welche Töne da eigentlich kommen. Und das hilft euch, wenn ihr da jeweils nur den ersten spielt, dass ihr viel bewusster werdet, okay, welcher Ton ist das denn immer? Und dann könnt ihr das zum Beispiel auch so machen, dass ihr die nachfolgenden gebundenen mal auf dem Trockenen spielt. Also dass ihr den ersten Ton jeder Figur echt spielt und die nächsten 3 nur greift, aber nicht reinblast. Das entspannt die ganze Sache auch noch mal ein bisschen. Ja, und bei diesem jeweils ersten Ton jeder Figur seht ihr ja, da habt ihr manchmal einen Ton in mittlerer Lage, der erste zum Beispiel in F, und bei der nächsten Figur habt ihr einen sehr hohen Ton.
dann kommt wieder ein mittlerer, wieder ein hoher und so geht das weiter. Und da ist es noch wichtig, dass ihr auf eure Mundstellung achtet, innere Mundstellung, also dass ihr die mittlere Lage vielleicht eher mit einem Tu spielt und die hohe mit einem Tü. Und ich sage bewusst nicht Du und Dü, sondern Tu und Tü, weil es sowieso gut ist, den Anfang der Bindungen deutlich zu spielen, aber weil es auch diese einzelne erste Note schön trennt von dem nächsten, dieser Dreierbindung. Also das kriegt eine viel größere Deutlichkeit, wenn ihr also artikuliert Tu, Tu, Tü, Tu, 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 Tü, Tu. Ja, und so kann ich bald in die Jodelschule bei Loriot, kriege ich mein Jodeldiplom. Also das bringt viel mehr Deutlichkeit rein, als wenn ihr alles mit Du, Du, Du und Dü, Dü, Dü macht. Und weil ihr das so schön deutlich machen müsst, nehmt ihr euch auch die Zeit dafür und dann seid ihr nämlich auch nicht zu früh bei dem hohen Ton. Das ist nämlich auch eine Gefahrenquelle, wenn man denkt, oh, da kommt ein hoher Ton, spielt man den prompt zu früh. Und das ist so psychologisch irgendwie, wenn man denkt, oh, jetzt kommt der hohe Ton. Also macht einen schönen deutlichen Zungenstoß und nehmt euch die Zeit auch dafür. Also für das Tü, für den hohen Ton, für den jeweils ganz hohen Ton, brauchen wir einen schnelleren Luftstrom. Von daher diese engere Mundstellung. Dann solltet ihr natürlich die Bewegung eures Daumens kontrollieren. Ist die Bewegung hinten deutlich? Ist sie deutlich unterschiedlich zwischen geschlossenem Daumenloch bei den tieferen Tönen und halboffenem oder etwas offenem Daumenloch bei den höheren Tönen? Und ihr wisst ja schon aus früheren Videos von mir, dass ich da die Knicktechnik viel besser finde als das Wegschieben. Und da müsst ihr eben auch darauf achten, dass euer Daumen blitzeschnelle und zum richtigen Moment reagiert, wann der hohe Ton kommt. Auch da eher nicht zu früh spielen den hohen Ton, sondern so spät wie es geht eigentlich, aber dass er noch rechtzeitig ist. Ja, dann gibt es noch eine bestimmte Stelle, wo immer ein bestimmter Fehler passiert. Und zwar, das ist im drittletzten Takt, Takt 25. Da habt ihr bei der zweiten Figur das hohe B und danach das tiefe B bei der Dreierbindung. Und was da eben häufig passiert, das hohe B ist ja ohne den kleinen Finger und dann passiert es häufig, dass beim tiefen B der Daumen zwar hinten drauf gemacht wird, aber der kleine Finger vergessen wird. Also denkt dran, vom hohen B zum tiefen B müsst ihr nicht nur das Daumenloch schließen, sondern auch den Finger drauf, sonst klingt das tiefe B nämlich zu hoch. Und dann hört ihr vielleicht, irgendwas klingt da nicht richtig, aber ihr wisst gar nicht, was da passiert. Also da könnt ihr mal drauf achten. Ansonsten ist es natürlich gut, wenn ihr nicht die ganze Passage immer in einem übt, so nach dem Motto Try and Error. Also ich spiele durch, oh, da hat es nicht geklappt, weiter, probiere nochmal, nochmal, nochmal. Besser ist es, ihr nehmt euch kleine Passagen raus, zum Beispiel eine Figur oder zwei Figuren oder meinetwegen einen Takt und spielt das so langsam beim Üben, dass ihr es fehlerfrei spielen könnt. Also im Notfall wirklich Schneckentempo und versucht dann 3, 5 oder 7 oder mehr Versionen nacheinander ohne Fehler zu üben. Und das bringt euch viel mehr, als wenn ihr die ganze Passage immer wieder probiert und manche Stellen klappen und manche nicht. So, ich hoffe, das hat euch gefallen, heute mal konkret an so einer Stelle zu üben und die so auseinanderzunehmen, was man da üben kann, wo es schief gehen kann. Und ich freue mich, wenn ihr noch mehr Vorschläge habt, konkret zu Stücken, die euch schwerfallen, wo ihr Fragen habt, vielleicht auch dazu, wie man die artikulieren könnte, wie man die gestalten könnte oder eben auch, wie man sie technisch hinkriegt. Und wenn euch das gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren, falls noch nicht getan. Das ist völlig kostenfrei. Könnt ihr auf Abonnieren klicken und das kleine Glöckchen aktivieren. Dann bekommt ihr immer Nachricht, wenn ein neues Video von mir erscheint. Ja, dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören. Ach übrigens, das Stück,
Diese Telemann-Sonate als Duett, die verlinke ich euch auch im Infokasten, falls ihr euch die Noten kaufen wollt. Vielleicht habt ihr sie auch schon. Und ja, dann verabschiede ich mich, bedanke mich mal wieder fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.